Von den höchsten Gipfeln der Welt bis hin zu einem Berg mit den stärksten jemals aufgezeichneten Windereignissen. Nummer 7. Half Dome. Jedes Jahr besuchen rund 50.000 Wanderer den Half Dome im Yosemite Nationalpark. Die massive Popularität des Berges ist auch mit einer gewissen Tragödie verbunden, da mindestens 60 Menschen ums Leben kamen, als sie versuchten, ihn zu besteigen. Der letzte Teil zum 2695 Meter hohen Gipfel des kahlen Granits ist anstrengend und bietet mehrere hundert Meter lang einen fast senkrechten Fall. Die Wanderer werden durch Stahlseile unterstützt, die in die Felsen geschraubt sind. Dennoch kann es zu Unfällen kommen. Ein solcher Vorfall ereignete sich im Jahr 2011, als eine 26-Jährige auf dem nassen Felsen ausrutschte, den Halt an den Kabeln verlor und von einer Höhe von 180 Metern in den Tod fiel. Der Half Dome ist auch für seine Blitzanziehung bekannt und es gab bereits schon einige Fälle von Menschen, die dort vom Blitz getroffen wurden. Entlang des Weges gibt es 2 Wasserfälle, die zu rutschigem Untergrund führen und das Risiko eines Sturzes erhöhen. Unter den Todesopfern des Jahres 2011 waren auch 3 Wanderer, die das Schutzgeländer ignorierten und in den Wasserfall fielen. Nummer 6. Kangchendzöng. Zolt Eros, Ungarns erfolgreichster Höhenbergsteiger, war ein erfahrener Bergsteiger, der 10 der 14 Gipfel der Welt bestieg, die über 8000 Meter messen. Nach einem Unfall in der Tatra musste sein linkes Bein unterhalb des Knies amputiert werden. Dennoch bestieg Eros weiterhin die höchsten Gipfel der Welt, dank einer Beinprothese. Er war den Herausforderungen, die ein Berg mit sich bringt, geschaffen. Im Mai 2013 verschwanden Eros, sein 26-jähriger Kletterpartner Peter Kiss und 3 weitere Kletterer beim Abstieg, nachdem sie den Gipfel des Kangchendzöng erreichten. Ihre Leichen wurden nie gefunden und niemand weiß, was mit ihnen passiert ist. Das sind die Gefahren von Kangchendzöng, dem drittgrößten Berg der Welt. Der Berg liegt an der Grenze zwischen Nepal und Indien und ist bekannt für seine äußerst unvorhersehbaren Wetterverhältnisse, extrem kalten Temperaturen und häufigen Lawinen. Statistisch gesehen stirbt einer von 5 Bergsteigern, die den Gipfel versuchen zu erklimmen, auf dem Berg. Nummer 5. Nanga Parbat. In Kletterkreisen ist der Nanga Parbat als Menschenfresser oder Killerberg bekannt. Es ist einer der technisch schwierigsten Berge der Welt und Heimat der Rupalwand. Mit einer Höhe von etwa 4500 Metern ist die Rupalwand die größte und einschüchternste Felswand der Welt. Historisch gesehen ist der Nanga Parbat seinem berüchtigten Ruf gerecht. 10 Kletterer starben bei der Nanga Parbat-Katastrophe im Jahr 1934. Die Expedition wurde vom Bergsteiger Will Merkel geleitet und von der Nazi-Regierung in Deutschland finanziert. Ein schwerer Sturm zwang die Kletterer, sich in Sicherheit zu bringen. Sie starben an Höhenkrankheit, Erschöpfung oder Witterungseinflüssen. Nur ein einziges Mitglied der 1934-Expedition, der Sherpa Kangchendzöng, schaffte es lebend zurück. Auf seinem Weg nach unten kämpfte er sich 7 Tage lang durch den Sturm. Das Buch und der anschließende Film 7 Jahre in Tibet basieren auf der Expedition des Alpinisten Heinrich Harrer. Unter Hitlers Regime wurde Harrer auf den Berg geschickt, um nach neuen Wegen zu suchen, um über die Nordwestwand zu kommen. Als der Zweite Weltkrieg ausbrach, wurde Harrer von den Briten in Indien festgehalten. Er entkam und seine Wanderungen über das tibetische Plateau wurden zur Geschichte des Buches. Nummer 4. Mount Everest.
Für viele Kletterbegeisterte ist der Mount Everest das größte Ziel. Es handelt sich um den höchsten Berg der Welt und das Kronjuwel des Himalayas mit einem Gipfel, der über 8800 Meter misst. Das befindet sich in der Nähe der Reiseflughöhe eines Verkehrsflugzeugs. 1977 war das letzte Jahr ohne bekannte Todesfälle am Everest und mindestens 290 Menschen sind seit Beginn der Expeditionen bei dem Versuch, den Berg zu erklimmen, umgekommen. Der Tod kann auf vielfältige Weise eintreten und die gefrorenen Körper, die noch auf dem Berg liegen, dienen als Erinnerung. Allein abzurutschen kann zu einem tödlichen Sturz führen, ganz zu schweigen von der zusätzlichen Gefahr von Lawinen, Steinschlag oder Schneestürmen. Das Gebiet über 8000 Meter ist als Todeszone bekannt und selbst mit zusätzlichem Sauerstoff kann der Körper dort nicht allzu lange überleben. In großer Höhe können Lungen- und Hirnödeme entstehen, bei denen sich die jeweiligen Organe mit Flüssigkeit füllen. Einige sind so ehrgeizig, den Gipfel zu erreichen, dass sie beginnen, alle implizierten Risiken zu ignorieren. Einen Zustand, der als Gipfelfieber bekannt ist. Kletterer können auch Frostbeulen, Schneeblindheit oder Unterkühlung erleiden. Nummer 3. K2. Der K2 wurde vom britischen Sachverständigen T.G. Montgomery benannt, da es der zweite Gipfel war, der in der Karakorum-Gebirgskette verzeichnet wurde. Auf die Frage nach seinem Versuch, den K2 zu besteigen, antwortete der berühmte amerikanische Kletterer George Bell: Es ist ein wilder Berg, der versucht, dich zu töten. Der K2 wird seitdem zu Ehren von Bell als wilder Berg bezeichnet. An der Grenze zwischen China und Pakistan gelegen, gehört er zu den Bergen mit den höchsten Todesraten mit rund 300 erfolgreichen Gipfelstürmer und 77 Todesopfern. Obwohl der K2 mit einer Höhe von 8610 Metern nach dem Everest an zweiter Stelle steht, wurde er aufgrund der extremen Schwierigkeit des Aufstiegs als Berg des Bergsteigers bezeichnet. Während Hunderte von Kletterern jährlich den Gipfel des Mount Everest erreichen können, bleibt der K2 oft mehrere Jahre unbestiegen. Tatsächlich galt der K2 wegen seiner Höhe, der steilen Überhänge und der fast ungebrochenen Hänge aus Fels und Eis lange Zeit als unbesteigbar. Als ob die Bedingungen nicht tückisch genug wären, ist der Berg auch anfällig für häufige und schwere Stürme. Es ist so herausfordernd, dass er im Winter noch nie bestiegen wurde. Die schlimmste Bergsteigerkatastrophe auf dem Berg ereignete sich am 1. August 2008. Die Details davon sind noch unklar und beinhalten zum Teil eine Lawine, die viele der Seile der Kletterer zerstörte. 11 Menschen von internationalen Expeditionen kamen dabei ums Leben. Nummer 2. Annapurna. Auf den ersten Blick mögen einige den Annapurna für zugänglicher halten als die anderen Berge, die über 8000 Meter hoch sind. Er wurde schließlich das erste Mal im Jahr 1950 von den Franzosen Maurice Herzog und Louis Lachenal bestiegen. Auch wenn es um die Höhe geht, handelt es sich nur um den 10. höchsten Berg der Welt. Doch ein genauerer Blick auf die Statistiken entlüftete Annapurna als den tödlichsten Berg der Welt. Ein Bericht aus dem Jahr 2012 besagt, dass von den 191 Kletterern, die den Annapurna bestiegen haben, 61 diese Wanderung nicht überlebten. Das bedeutet, dass etwa jeder dritte Kletterer bei dem Versuch, den Berg zu besteigen, stirbt. Und sein Südwandaufstieg wird oft als der schwierigste Aufstieg der Welt angesehen. Eine der tödlichsten Trekking-Katastrophen in der Geschichte Nepals ereignete sich im Oktober 2014. Zu diesem Zeitpunkt trafen Lawinen und Schneestürme den Annapurna und die umliegenden Gebiete und töteten mindestens 43 Menschen. Nummer 1. Mount Washington.
Rund 150 Kletterer starben am New Hampshires Mount Washington seit 1849. Er gilt als der gefährlichste kleine Berg der Welt. Mit einer Höhe von ungefähr 2000 Meter liegt der Mount Washington an der Kreuzung von 3 großen Tiefdruckbahnen. Das bedeutet, dass jedes Mal, wenn schlechtes Wetter aus dem Nordosten kommt, es mit Stürmen kollidieren kann, die bereits auf dem Berg wirken. Dies führt zu gewaltvollen, unvorhersehbaren Gewittern und Temperaturen, die niedriger sein können als jene der Antarktis, insbesondere unter Berücksichtigung der Kälte, die der Wind mit sich bringt. Dies führt zu starken Winden, die Kletterer grundsätzlich niedermähen oder vom Berg wehen können. Mount Washington verfügt über die höchste Windgeschwindigkeit, die jemals von einer Wetterstation auf Oberflächenniveau gemessen wurde, mit einer Geschwindigkeit von 372 Kilometer pro Stunde. Das ist eine Windgeschwindigkeit, bei der Wissenschaftler einen Hurrikan der Klasse 6 ins Spiel bringen würden. Kletterer, deren Leben vom Berg gefordert wurde, kamen zu ihrem Ende aufgrund von Unterkühlung, Sturz, Lawinen oder fallendem Eis. Obwohl der höchste der weißen Berge dafür bekannt ist, tödlich zu sein, zieht er jedes Jahr zahlreiche Besucher an, da er nur eine kurze Fahrt von Boston und New York entfernt liegt. Es werden jährlich fast 200 Rettungsaktionen durchgeführt, aber von Zeit zu Zeit gibt es auch einige Unglückliche, die dem unnachgiebigen Berg zum Opfer fallen.